Herzlich willkommen bei EOZM. Heute geht es um die Beats X. Ich zeige euch die Schwächen und Stärken dieser Ohrhörer und sage euch, ob sich ein Kauf im Jahr 2018 noch lohnt. Zumal der Black Friday immer näher rückt und ich an gute Angebote glaube. Beginnen wir mit den Schwächen. Erstens. Offiziell sind sie nicht gegen Wasser oder Schweiß geschützt, was ich wirklich sehr schade finde, denn ist es nicht Sinn der Sache, kabelungebundene Ohrhörer gerade beim Sport zu verwenden? Naja, das Unternehmen hat diese Möglichkeit leider ausgelassen. Nichtsdestotrotz habe ich meine Beats immer beim Sport verwendet und bis heute gibt es keinerlei Probleme. Toi toi toi. Dazu muss ich sagen, dass ich nicht übermäßig schwitze. Und natürlich übernehme ich keine Haftung für eventuell auftretende Schäden bei euch. Zweitens. Das Erfühlen der Play-Pause-Taste an der Fernbedienung. Die Form sowie der Druckpunkt gefällt mir nicht wirklich. Dass es besser geht, zeigen die bei jedem iPhone mitgelieferten EarPods. Hier lässt sich die Taste mit Leichtigkeit erfühlen, da sie größer ist und sie gibt sogar ein besseres Feedback beim Drücken. Drittens. Das Etui. Es ist nicht nur knapp dimensioniert, sondern auch noch viel zu schwer. Es wiegt mehr als die Ohrhörer. Zudem ist es ein Kampf, die Beats hineinzubekommen, sodass ich dieses Etui nicht ein einziges Mal verwendet habe. Nun folgen zwei weitere Schwächen. Diese sind allerdings allgemein bekannt und typisch für In-Ears und nicht Beats X spezifisch. Dennoch will ich sie erwähnt haben. Zum einen werden Reibgeräusche ins Ohr getragen. Diese werden vor allem bei geringer Lautstärke und bei wenig Umgebungsgeräuschen wahrgenommen, beispielsweise wenn die Kabel an den Schultern reiben. Zum anderen müssen die Ohraufsätze einfach passen und vor allem den Gehörgang ohne störend zu wirken füllen, um das volle Klangerlebnis wahrnehmen zu können. Die vom Werk aufgesetzten haben mir vom Tragegefühl richtig gut gefallen. Sie waren weder zu groß noch zu klein und haben relativ fest gesessen, ohne rauszufallen oder störend zu wirken. Aber sie haben meinen Gehörgang nicht voll ausgefüllt, sodass die Bässe nicht richtig zu hören waren. Ich war am Anfang erschrocken und dachte, meine Beats seien defekt. Denn Beats ist ja eigentlich für seine basslastige Abstimmung bekannt. Ja, selbst die EarPods waren im Vergleich basslastiger und ich stand kurz davor, meine Beats X zu retournieren, bis ich die anderen Aufsätze probiert habe, beziehungsweise den eins größeren Aufsatz, mit dem ich persönlich schöne Bässe raushöre. Lange Rede, kurzer Sinn, probiert unbedingt alle Aufsätze durch und entscheidet euch für den besten Mix aus Tragegefühl und Klangerlebnis. Nun die Stärken der Beats X. Erstens, der Apple W1-Chip. Er ermöglicht spielend einfache Verbindung zum iPhone. Die Verbindung zu einem Android-Gerät funktioniert ebenfalls unkompliziert, aber nicht so schnell. Zweitens, der Lightning-Anschluss. Diese Stärke gilt natürlich nur für iPhone- oder iPad-Besitzer, da sie schon ein Lightning-Kabel mitsamt passendem Netzteil besitzen. Dadurch sparen sie es sich, das mitgelieferte Kabel bei Reisen mitzunehmen und benötigen lediglich ein Kabel für alle Geräte. Zudem kann man in dem Fall seine Beats X problemlos über ein iPhone oder gar iPad-Netzteil laden, das um einiges schneller lädt. Drittens, Fast Fuel und Batterielebensdauer. Beats verspricht mit Fast Fuel 2 Stunden Musikwiedergabe durch 5-minütiges Laden. Das klingt schon ziemlich krass. 5 Minuten laden, 2 Stunden Musik hören. Stimmt das? In meinem Fall nicht ganz, denn ich habe in Anführungsstrichen nur 1,5 Stunden geschafft und bin dennoch zufrieden, denn es hängt letztlich auch immer davon ab, wie laut man die Musik wiedergibt. Mit der Batterielebensdauer bin ich ebenfalls sehr zufrieden, obwohl ich nicht ganz die versprochenen 8 Stunden erreiche, sondern eher 6,5. Viertens, Klang und Lautstärke. Die maximale Lautstärke reicht mir persönlich locker aus und ich vermeide sogar die höchsten Stufen, da es sonst wirklich zu laut wird. Das Klangbild geht vollkommen in Ordnung. Es ist meiner Meinung nach schön ausgewogen und die Bässe sind viel dezenter, als ich es gedacht hätte. Ich bin absolut kein Audioexperte und habe auch keine teuren speziellen Ohrhörer zum Vergleich, aber ich bin vom Klang echt angetan. Fünftens, Tragegefühl. Ich finde das Tragegefühl richtig gut, da ich für mich die passenden Aufsätze gefunden habe. Ich denke, dass die meisten auch zufrieden sein werden, da Beats mehrere mitgibt. Die zudem mitgelieferten Wingtips sorgen für einen sicheren Halt und verhindern das Rausfallen wirklich gut. Sechstens, Magnete und Flexformkabel. Die starr flexible Konstruktion gefällt mir sehr gut. Weder verheddern sich die Kabel, noch sind sie zu starr, als dass sie nicht gewickelt werden können, um verstaut zu werden. Die Magnete sind für mich ein Geniestreich und nicht mehr wegzudenken. Sie sind ausreichend stark, um die Ohrhörer zusammenzuhalten und ein Hin- und Herpendeln zu verhindern. Siebtens, Siri und Mikrofon. Siri ist voll integriert und lässt sich durch einen langen Druck aufrufen. Und auch die Kommunikation über das integrierte Mikrofon der Beats verlief ohne Probleme. Der Gesprächspartner war klar zu verstehen und auch ich war gut zu verstehen. Fazit. Das waren die Schwächen und Stärken, die mir persönlich aufgefallen sind. Für mich überwiegen die Stärken deutlich und ich mag die Beats X sehr.
Kommen wir zur spannenden Frage, ob ich sie fürs Jahr 2018 bzw. für das anstehende Jahr 2019 weiterempfehle. Meine Antwort: definitiv. Aber nur zu einem Preis von unter 100 Euro. Zahlt auf gar keinen Fall mehr als 100 Euro, da sie immer mal wieder im Angebot sind. Ich selbst habe meine Beats X letztes Jahr, also 2017, für 80 Euro zur Black Friday Zeit gekauft. Der Black Friday steht wieder vor der Tür, drum wartet und haltet eure Augen nach Angeboten offen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.